Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein Video und zwar es geht um die Navigation mit der Apex zweite Generation und dies im Vergleich mit der Fenix 7. Ich bin mit beiden Uhren losgelaufen und habe jetzt hier eine Route entsprechend abgelaufen. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was hier die Unterschiede sind oder auch keine Unterschiede. Und ich muss auch vorweg sagen, es gab hier so ein, zwei Probleme beim Navigieren. Ich vermute aber, das Ganze ist ein Software-Thema. Es gab jetzt wohl ein Update oder es gab ein Update, wo es da ein paar Probleme gibt. Ich habe es mit allen Garmin-Uhren jetzt gehabt, auch mit der Solar Instinct 2. Das heißt also, es ist jetzt nicht Apex 2 zweite Generation exklusiv. Dazu gibt es auch schon Forendiskussionen, beziehungsweise ich habe ein paar Kontakte, die mir das auch schon mitgeteilt haben, dass sie da Probleme haben. Das heißt also, aktuell scheint da was zu sein. Nichtsdestotrotz schauen wir uns das Ganze mal an, was auch vor allem die Probleme sind. Dann würde ich ja sagen, legen wir los. Ja, um Strecken für die Uhr zu planen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre zum Beispiel hier mit Outdoor Active. Da gibt es eine Schnittstelle, die mit Garmin unterstützt wird. Das funktioniert so ähnlich wie Komoot. Wir haben hier einmal eine Karte und je nachdem, welchen Account ihr habt, könnt ihr dann entsprechend auswählen, was ihr machen wollt. Also es gibt dann hier noch alternative Karten. Ich habe jetzt hier nur die Basisversion, habe es auch noch nicht so wirklich getestet. Also wenn ihr da schon Erfahrung habt, schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Als zweite Möglichkeit gibt es natürlich dann Komoot selber, das ist eigentlich das bekannteste mitunter. Und hier gibt es dann auch entsprechend die Möglichkeiten, sich verschiedene Karten anzeigen zu lassen. Und hier ist natürlich auch so, je nachdem, was für ein Account man hat. Ich habe jetzt hier nur die Weltkarte freigeschaltet, könnt ihr hier auch noch entsprechende Wanderkarten, Fahrradkarten freischalten und hier die Strecke planen. Wie ich das Ganze mit Komoot verbinde, habe ich schon in einem Fenix 7 Video gezeigt. Ich verlinke euch das Ganze mal, da gehe ich auch mal genauer darauf ein. Beziehungsweise ihr könnt das Ganze dann auch mit Garmin Connect machen. Und wir sehen hier, wenn das Ganze miteinander verbunden ist, bekommen wir hier als Quelle Komoot angezeigt und es wird automatisch dann in Garmin Connect eingespielt. Und hier könnt ihr dann auch entsprechend eure Strecken verwalten, beziehungsweise auch nochmal Wegpunkte hinzufügen. Auch das habe ich euch entsprechend im Fenix 7 Video mal vorgestellt, wie ihr da entsprechend Wegpunkte setzen könnt und hier auf die Uhr dann seht, wann die entsprechenden Wegpunkte kommen, die ihr haben möchtet. Als dritte Möglichkeit gibt es dann auch noch über Garmin Connect selber zu planen. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, verschiedene Streckentypen auszuwählen, also Rennradfahren, Gravel, Laufen, Trailrunning. Und da bekommt ihr entsprechend, wenn ihr das hier rechts oben anhakt, eine Heatmap angezeigt und seht hier, was so die beliebtesten Wege sind, was die Leute laufen und könnt da ein bisschen danach planen, nach der Beliebtheit der Wege. Also man geht einfach davon aus, das, was am meisten genutzt wird, ist auch am schönsten zu laufen. Wie man das Ganze auf Garmin Connect plant, habe ich dann auch mal nochmal ein Video gemacht. Das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Praxistest. Und ich habe jetzt beide Uhren mal angezogen. Beide werde ich jetzt mit Multiband starten, das heißt hier mit voller Möglichkeiten, die wir haben. Und einmal die Fenix 7 mit 19% wir starten und die Apex 2 mit 93%. Dann schauen wir einfach gleich mal, was am Schluss rauskommt. Und jetzt sehen wir auch schon ein bisschen mit der Sonne. Wir haben jetzt hier die Fenix links, ist wirklich in der Sonne sehr gut ablesbar. Und die Apex 2 kann man zwar auch noch ablesen, aber es ist schon deutlich dunkler. Also das Display ist auf maximale Helligkeit eingestellt. Und da ist halt ein Memory in Pixel Display doch deutlich besser in der Sonne. Ja, und da möchte ich heute hochlaufen. Sehen wir hier einen kleinen Anstieg, den wir heute vorbewältigen müssen. Ja, ich bitte das Geflacker jetzt hier mal zu entschuldigen. Das liegt einfach ein bisschen so an der Frequenz. Also das Display ist völlig in Ordnung. Da ist nichts kaputt oder sowas. Wir sehen jetzt hier auch, die Karte ist identisch. Wir sehen auch hier die gleichen Entfernungen. Das sind einmal die Punkte, die wir erreichen wollen. Beide Uhren zeigen entsprechend die Wegpunkte an, die ich hier angelegt habe. Also ich habe eine Verpflegungsstation, eine starke Steigung, Gipfel habe ich jetzt mal angegeben. Dann unterstützen beide Uhren auch Climb Pro. Das bedeutet, hier wird dann entsprechend die Strecke zerlegt in Anstiege. Ich habe jetzt hier nur einen einzigen Anstieg. Wir sind hier 3,56 Kilometer und durchschnittliche Steigung 4%. Und beide Uhren geben auch nochmal wieder, wie dann entsprechend die Steigung aussieht. Wir sind jetzt hier unten, das Stück bin ich jetzt schon gelaufen. Das sehen wir auch hier oben drüben. Genau. Und wir können das Ganze auch natürlich mit dem Touch-Display hier durchscrollen. Das ist ohne Probleme möglich. Und hier, Stamina-Funktion läuft auch bei beiden mit, also beide unterstützen das. Ich habe jetzt hier noch ein paar grafische Sachen reingemacht, gehen auch übrigens auf der Apex 2. Also ich habe hier ein bisschen was experimentiert. Und wir sehen jetzt hier auch bei der Stamina-Funktion, ich habe hier einmal das Ganze mit Kilometer und einmal das Ganze hier mit Prozent. Das könnt ihr euch individuell einstellen. Ich habe jetzt hier einmal Gesamt und einmal hier unten ist Gesamt auch gleich. Genau, würde ich sagen, dann laufen wir mal los und dann geht's weiter. Ja, wir sehen, ich bin hier mitten in den Weinbergen drin, also auf so Trampelfahrten. Also keine, ich sag mal, offiziellen Wege, aber es ist alles hier auf der Karte enthalten. Und wir sehen auch rechts die Apex, wie gesagt, das Flackern wegen der Frequenz. Und links die Fenix, alles identisch. So, wir sehen einmal auf der Fenix 7 wird das Ganze entsprechend auch angezeigt, wenn wir Weinfelder hier unterwegs sind. Und wir sehen natürlich hier die Sonne optimal für die Uhr. Und wir können dann hier auch wunderbar mit dem Touchscreen hier
hin und her scrollen. Und hier sehen auch zum Beispiel die grünen Waldstücke, die wir haben. Und ganz viele Details. Also die Karte steht hier auf maximale Details momentan. Und dann sehen wir hier auch den Verlauf. Und wir sehen hier, das sind alles so Trampelpfade, die ich jetzt laufe. Das gleiche auf der Apex 2. Wir sehen auch hier entsprechend alles angegeben. Wir können hier auch nochmal hochscrollen und gucken, wann der nächste Wegpunkt kommt. Und hier ist es genauso. Hier können wir genauso auf der Karte rumscrollen. So, und bei beiden Uhren sehen wir jetzt auch, dass ich dann in 514 Metern mein erstes Ziel erreiche. Ich habe jetzt hier einfach einen Verpflegungspunkt angegeben. Wenn wir dann hochswipen, sehen wir hier Verpflegungsstation und 514 Meter. So, wir haben jetzt einen Weg, der hier hochgeht. Wir haben jetzt einen Weg, der hier lang geht. Er wird zwar auf der Karte richtig angezeigt, aber ich kriege zwar diese Verpflegungsstation angezeigt, aber ich habe keine Turn-by-Turn-Navigation bekommen. Das heißt also, ich könnte theoretisch hier hochlaufen, da lang laufen. Ich sehe zwar auf der Karte, wo ich hin muss, aber ja, das hatte ich auch bis jetzt noch nicht, dass ich dann keine Navigationszeit bekomme oder kein Turn-by-Turn-Navigationssignal bekomme. Ich laufe mal weiter. Ja, wenn ihr dann entsprechend die Station erreicht habt, kriegt ihr auch noch eine Meldung, dass ihr dann gleich die Verpflegungsstation erreicht. Ja, und der nächste Wegpunkt wird dann auch angezeigt. Wir sind hier in 1,06 Kilometer, kommt dann eine Steigung, die ich angelegt habe. Wenn wir uns das Ganze nochmal in Climb Pro anschauen, wir sind jetzt hier 1,45 Kilometer noch. Ja, da haben wir noch 90 Höhenmeter vor uns. Wir sehen auf beiden Uhren, es ist identisch. Ich stehe gerade, die Kellergeschwindigkeit 0. 4% durchschnittliche Steigung. Ja, dann bekommen wir noch eine Gesamthöhenübersicht. Wir sehen jetzt aber links, das Grüne sind jetzt gelaufen. 245 Höhenmeter ist die Maximalhöhe. Die Strecke insgesamt sind 8,29 Kilometer. Und wir sind auch hier tatsächlich eine kleine Abweichung, 245, 243 Meter. Obwohl es die gleiche Strecke ist, die synchronisiert worden ist. Das ist auch sehr interessant. Das hatte ich auch noch nicht gesehen. Ja, beide Uhren rechnen auf Ankunftszeit. Das wäre hier 14:15 Uhr. Ich stehe jetzt gerade, deswegen geht es wieder hoch. Und 5,67 Kilometer sind die Restkilometer. Und hier kann man grafisch mal ganz gut erkennen. Unten ist die Pace, die ich immer laufe, wenn ich filme. Also man sieht, so richtig rundlaufen macht man da nicht. Also ist gar nicht so einfach. Da würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Ja, ich muss jetzt hier rechts abbiegen. Ich werde jetzt einfach mal links laufen und ich teste einfach mal, wie lange die Uhren brauchen, bis sie sich melden. Also hier muss ich hoch, da laufe ich jetzt lang. Gehen wir mal los. Ja, das ging doch relativ schnell. Hier habe ich gesagt, ich teste das Ganze und ihr seht ja, so weit bin ich gar nicht gelaufen. Gut, weiter geht's. Ja, manchmal muss man einfach auch ein bisschen die Aussicht genießen. Ja, hier oben auf den Weinbergen, Starkenburg. Und hier hinten geht es in den Odenwald rein. Was die Stamina-Funktion angeht, ja, bis gerade eben waren sie sich einig, haben wir so eine kleine Abweichung jetzt gerade drin. Ja, das wird 11 Kilometer. So. Ich habe gerade die Uhr ein bisschen angeditscht, vielleicht war das das Problem. Und hier nochmal ein Blick ins Ried. Grüße an alle, die im Ried wohnen. Da hinten ist Ludwigshafen-Mannheim. Und hier ist nochmal die Starkenburg. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera richtig gut rüberkommt, aber ich habe wirklich dann, wenn direkte Sonneneinstrahlung ist, ja, blendet doch dann das OLED-Display ganz gut. Und es ist schwer, was zu erkennen. Man muss dann direkt rangehen. Also da ist die Phoenix deutlich besser. Spiegelt zwar auch ein bisschen, aber nicht so doll wie jetzt die Apex. So, hier vorne kommt dann die nächste Abbiegung. Und ich bekomme schon 53 Meter vorher gesagt, dass die Abbiegung kommt. Und es ist immer ein Signal und eine Vibration. Also das läuft meistens zuverlässig. Ich hatte bis jetzt wirklich nur die eine Situation, wo es nicht geklappt hat. Ja, keine Ahnung, was es lag. Ob es vielleicht an den Wegpunkten lag oder ja, irgendwie ein Bug. Das kann ich leider nicht beantworten, die Frage. Aber sonst läuft es eigentlich zuverlässig. Ja, und ich bekomme dann nach 35 Metern dann auch die Anzeige. Bitte abbiegen, also es ist eine Vibration und einmal klingeln. Und ja, das ist eigentlich gar nicht zu überhören. So, würde ich sagen, laufen wir jetzt hier runter Richtung Heimat. Ja, und auch ganz wichtig, ich habe hier noch einen Punkt Aussicht genießen. Das sollte man auf jeden Fall auch tun. Immer die Natur genießen, nicht nur auf die Uhr gucken. Ja, wir bekommen auch angezeigt, hier bei 359 Metern geht es ja eine Spitzkehre ab. Und ja, mit der Karte braucht man das eigentlich gar nicht. Aber ja, ist trotzdem hilfreich. So, nach dem Lauf bekommen wir auch noch ein paar Details angezeigt. Wir sind jetzt einmal hier 8,66 Kilometer, haben wir der Apex 2 gebraucht. Und 1 Stunde 28 durch das Filmen. Dann haben wir hier nochmal einen Herzfrequenzbereich, wie das Ganze hier aufgeteilt war, beziehungsweise das Ganze dann auch nochmal in Zonen unterteilt. Wir sind hier, ich war ja sehr viel in der Zone 1. Und dann sehen wir noch einen Trainingseffekt. Die Belastung ist bei 94. Das ist dann für den Trainingsload entscheidend. Und dann bekomme ich hier nochmal angezeigt VO2 Max und die Erholungszeit und meine aktuelle Trainingsload-Belastung von 401. Wenn wir jetzt nochmal rausgehen, schauen wir nochmal. Der Akkuladestand ist jetzt bei 68%.
Und dann gucken wir jetzt mal auf die Phoenix. Ja, dann kommen wir zur Phoenix 7. Die hat jetzt 8,64 Kilometer drauf, das sind jetzt 20 Meter. Also das würde ich jetzt mal vernachlässigen. Da muss einfach nur mal irgendwie startnächtig sein oder ja, also 20 Meter sind jetzt mehr als akzeptabel. Sind auch hier 10,15 Kilometer. Wenn wir es hier durchgehen, sehen wir auch, hier wird entsprechend auch die Details aufgegeben, was die Herzfrequenz angeht, beziehungsweise auch die Zonen entsprechend. Und wenn wir das Ganze jetzt mal mit der Apex 2 vergleichen, die hatte ich jetzt nur am Handgelenk gemessen, sehen wir auch hier einen kleinen Unterschied von 2 Schlägen im Durchschnitt. Und auch die Aufteilung ist ein bisschen anders. Ich habe oben hier in der höchsten Zone, war ich mal 13 Sekunden drin. Ja, also sehen wir hier einen kleinen Unterschied, was den Brustgurt angeht. Aber das werde ich dann nochmal im genaueren Test zeigen, wie da die Herzfrequenzen abweichen zwischen Brustgurt und Uhr. Dann gehen wir jetzt noch weiter. Auch hier haben wir dann entsprechend das Trainingsload, beziehungsweise hier ist ganz interessant, hier bekomme ich gar nichts an Anubiam-Bereich angezeigt. Belastung ist hier bei 80. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal bei der Apex anschauen, sehen wir hier 0,6 zu 94. Also hier gibt es dann tatsächlich eine kleine Abweichung, wenn ihr mit oder ohne Gurt lauft. Wobei ich möchte da auch nochmal dazu sagen, dadurch, dass ich die Uhr jetzt beide am Handgelenk getragen habe, kann es hier natürlich auch zu Messfehlern kommen. Also das würde ich jetzt nicht so hoch bewerten, aber es ist trotzdem mal interessant zu sehen. Erholungszeit ist ja auch 21 Stunden. Jetzt schauen wir nochmal kurz auf den Akkustand. Hier weiß ich es noch auswendig, genau, hier ist 8% Akku haben wir jetzt hier gebraucht. Und bei der Phoenix ist ja so, wir haben ja das Solarpanel dabei, gucken wir jetzt einfach auch mal drauf. Und dann sehen wir hier, so ein bisschen haben wir ja geladen, aber ist auch noch weit weg von optimal. Also wir haben jetzt hier ein bisschen Frühlingssonne und das war jetzt ganz normal beim Lauf. Ja, was die GPS-Daten der Phoenix 7X bzw. Apex 2 angeht, so sind doch diese ja sehr identisch, das ist auch keine große Überraschung, da ist der gleiche Chipsatz verbaut. Also hier habe ich tatsächlich insgesamt ein gleiches Bild. Ich habe das Ganze jetzt mal verglichen und zwar einmal mit der Phoenix 6 Pro GLONASS und das ist eine ganz bestimmte Stelle, weil die jetzt gut zu zeigen ist. Wir sehen hier, ich bin ein paar Mal hin und her gelaufen, also das ist alles plausibel, aber dennoch ist das GPS-Bild sehr unruhig und läuft nicht entlang der Wege, die ich da gelaufen bin. Und wenn wir uns das Bild der Instinct 2 Solar anschauen, hier mit GLONASS, und ich muss auch noch erwähnen, alle Uhren haben die Datenaufzeichnung auf jede Sekunde, sehen wir schon, dass es ein etwas besseres Bild geworden ist. Aber wenn wir uns oben mal das Bild anschauen im Sand, da sehen wir auch, dass hier das GPS-Bild ja einmal gerade rüber geht, als wären hier die Daten, ja, das Signal verloren gewesen. Ich kann nicht genau sagen, was hier passiert ist, aber wir sehen hier, dass auf jeden Fall nicht das Ganze auf dem Weg läuft. Wenn wir das Ganze dann nun mit der Apex 2 und der Phoenix 7 vergleichen, sehen wir erstmal, wie schön das ganze Bild läuft. Also ich bin hier eigentlich meistens auf den Wegen gelaufen. Also dieses Hin- und Herlaufen ist natürlich entsprechend auch vorhanden, weil es ja stattgefunden hat. Aber dennoch bekommen wir ein sehr, sehr sauberes Bild. Ich bin zwar jetzt nicht immer diese rechte Winkel gelaufen der Wege, deswegen sind die Kurven auch alle plausibel, aber wir sehen ein sehr, sehr schönes GPS-Bild im Vergleich zum Beispiel der Phoenix 6 oder auch der Instinct 2 Solar. Ja, jetzt habt ihr den Praxistest gesehen zwischen der Phoenix 7 und der Apex 2 und es gibt nicht wirklich große Unterschiede. Der einzige Unterschied ist natürlich der Akkuverbrauch, der etwas höher ist im Verhältnis zu dem der Phoenix 7. In dem Fall ist aber auch die X-Version, die etwas größer ist, einen größeren Akku hat und generell auch schon eine längere Laufzeit. Man muss sagen, das Display, ja, es ist in der Kamera, kommt es vielleicht nicht so ganz rüber. Manchmal sieht man es in der Kamera schlechter, als es jetzt in der Wirklichkeit ist. Also es ist wirklich hell strahlend. Man kann das OLED-Display wirklich sehr gut ablesen. Nur wenn halt direkte Sonneneinstrahlung reinkommt, dann hat natürlich die Phoenix hier einen großen Vorteil. Ich habe jetzt auch explizit mal die Fehler drin gelassen, um einfach zu zeigen, dass es halt auch mal zu Problemen kommen kann. Ich hatte ja vor 2 Wochen, 3 Wochen ja das Video Phoenix 6 vs Phoenix 7 gemacht, da hatte ich keine Probleme, da habe ich alle Hinweise bekommen. Diesmal hatte ich das Problem, dass ich ja 3, 4 Hinweise nicht bekommen habe. Ich vermute mal, mit irgendeinem Patch ist das Ganze wieder behoben und ich blende euch jetzt mal die Versionsnummer der Uhren ein, die ich aktuell habe und da seht ihr dann auch, auf welcher Version das Ganze gelaufen ist. Es kann sein, dass ihr, wenn ihr das eventuell schon schaut, der Fehler ja behoben ist und ja schon eine höhere Version da ist. Ich bin auf jeden Fall immer noch begeistert von der Navigation, was hier die Phoenix-Uhren angeht. Sie machen ihre Arbeit eigentlich sonst wirklich gut, bis auf jetzt heute die Ausnahme. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn du weitere interessante Videos sehen willst, ich habe hier oben ein Video zur Apex 2, ein Review-Video gemacht, wo ich die Uhr mal vorstelle. Dann habe ich hier oben eine Garmin-Playlist, da sind alle Garmin-Videos hinterlegt, die ich so habe, beziehungsweise ich habe hier unten dann auch noch eine Playliste. Ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr mal vorbeischauen, was hier sonst so auf dem Kanal gibt. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.